Die Antikriegsausstellung Guernica in der Innsbrucker Hofburg, die wurde verlängert, und zwar noch bis zum 10. Jänner. Und damit hat es eine Bewandtnis, die mit Licht ins Dunkel zu tun hat. Da werden wir gleich drüber sprechen. Zu sehen sind bei dieser Antikriegsausstellung waren Kartonagen von Pablo Picasso. Aber ein Künstler aus Berlin, Michael Dynamit, der hat dieses Werk neu und, wie ich finde und wie wir finden, sehr spannend interpretiert. 1937 steht Picasso unter Schock. Guernica, die kleine Stadt in seiner spanischen Heimat, wurde von den Nazis bombardiert. Die Opfer sind Zivilisten, Frauen und Kinder, grausam von Bomben verbrannt. Ein Vorgeschmack auf den Zweiten Weltkrieg. Der in Berlin lebende Künstler Michael Dynamit hat jetzt in der Hofburg der Videoinstallation von Picassos Guernica seine Interpretation gegenübergestellt. Ich habe wirklich sehr viel von Pablo Picasso gelernt. Sagt mein Mentor, der Vicente, ist ein Mallorquiner und hat als Spanier auch sehr viel von Picasso berichtet. Ich habe mich sehr viel mit ihm auseinandergesetzt, auch mit diesem Bild Guernica. Und ich denke, dass so ein großer Künstler wie Pablo Picasso, wenn er dieses Werk sehen würde, würde er vielleicht sagen, mach weiter. Spuren der Verwüstung in Michael Dynamits Arbeit, dargestellt durch Reifenspuren. Ich bin mit einem Lincoln Continental über die Leinwand gefahren. Das ist meine erfundene Stilrichtung. Ich habe 2010 angefangen, über die Leinwand zu fahren mit einem Auto. Und also mit farbdurchtränkten Reifen, und dabei entstehen so ganz interessante Formen, und dieser Zusammenhang, dass ich mit einem Lincoln Continental über die Leinwand gefahren bin, kommt daher, dass der John F. Kennedy in so einem Auto, in so einem Modell erschossen worden ist. Die Ausstellung Guernica mit Werken von 34 zeitgenössischen Künstlern will zum Nachdenken über den Wert des Friedens anregen. Zu sehen ist die Schau bis 10. Jänner in der Innsbrucker Hofburg. Ein Teil des Eintritts kommt der Aktion Licht ins Dunkel zugute.